Meinst du, es war der richtige Ort für ihn? Nein, überhaupt nicht. Mit seiner Krankheit hätte er nie im RPF sein dürfen. 3 Jahre lang habe sie Uwes Leiden im RPF miterlebt, erzählt Laura. Uwe konnte zu dem Zeitpunkt nur noch mit Hilfe laufen. Jemand musste ihn stützen. Manchmal hangelte er sich an den Wänden entlang. Später, als es schlimmer wurde, bekam er eine Gehhilfe. Schließlich ging gar nichts mehr und er saß die ganze Zeit im Rollstuhl. Ich sah Uwe auf dem Bürgersteig. Er saß im Rollstuhl. Irgendjemand schob ihn. Er trug eine RPF-Uniform. Ich fragte, was ist mit Uwe los? Jemand sagte, er hat MS. Er ist sehr krank. Aber warum trägt er dann eine RPF-Uniform? Naja, er ist immer noch im RPF. Das war einer dieser Momente, die ich nie vergessen werde. Ich dachte nur, spinnen die? Als ich ihn das letzte Mal sah, konnte er nur noch mit einem Kreuz unterschreiben. Das RPF ist schrecklich, schon für einen gesunden Menschen. Mit einer gewöhnlichen Erkältung möchte ich nicht dahin. Und die stecken diesen Burschen mit seiner schrecklichen Krankheit da rein. Es war herzzerreißend. Es ist kaum vorstellbar, so viele Jahre völlig isoliert zu sein von allen, die man kennt. Du kannst nicht einmal mit deiner Familie telefonieren, ohne dass jemand mithört. Mir fehlen die Worte. Es war einfach schrecklich. Markus und Rechtsanwalt Graham Barry suchen das Krankenhaus und das Pflegeheim auf, in denen Uwe am Ende seines Lebens untergebracht war. The administrator of the facility came down. Jemand von der Verwaltung kam herunter und erklärte uns, dass Uwe nur eine Woche hier war, bevor er starb. Ein Freund habe ihn eingewiesen. Aber sie dürften die medizinischen Unterlagen nicht an ein Familienmitglied wie Markus herausgeben, ohne die Erlaubnis dieses Freundes. Und der ist Scientologe. Diese Umstände sind enttäuschend und gleichzeitig alarmierend. It's almost like a competing profession in a way. Sie sehen sich fast im Wettbewerb zur medizinischen Profession. So könnte man das sehen. Sie sagen, du darfst keine Medikamente nehmen. Du sollst viel mehr Scientology-Methoden anwenden, um deinen Körper zu heilen. Uwes Fall zeigt wohl ganz deutlich, dass diese Methoden nicht funktionieren. Er ist ja nicht mehr unter uns. Die Chancen stünden gut, dass er noch am Leben wäre, wenn er medizinisch korrekt behandelt worden wäre. Pardon? You can help me? Von seinem Hotelzimmer aus unternimmt Markus einen letzten Versuch vor seiner Rückreise nach Deutschland, Informationen über Uwes medizinische Behandlung zu erhalten. Scientology hat bislang nicht auf unsere Anfrage zum Schicksal von Uwe reagiert. Ich möchte die medizinischen Unterlagen meines Bruders haben. Okay. Danke für Ihre Hilfe. See you, bye. Später werden Markus tatsächlich Unterlagen zugespielt. Sie zeigen, dass sein Bruder zwischen 1998 und 2003 offenbar nicht in neurologischer Behandlung war. Das ist die Zeit, die Uwe in der Besserungsanstalt von Scientology zubringen musste. Und Markus erfährt noch mehr von seinem Informanten. Also die neuen Informationen waren eben, dass er schwere Depressionen hatte. Da haben wir jetzt leider noch keinen Zeitraum, wie lange das ging. Und zwar waren die Depressionen so schwer, dass er die Nahrungsaufnahme verweigert hat. Und er hatte deswegen wohl auch eine Magensonde. Das heißt, er wurde im Prinzip zwangsernährt
die letzten Monate seines Lebens. Das ist das, was ich sicher weiß. Es könnte auch sein, dass er die Order bekam, den Zyklus zu beenden. Scientologen sagen End of Cycle. Scientology glaubt, dass wenn ein Körper krank ist, dass man ihn verlassen sollte, um einen neuen, gesunden Körper dann wiedergeboren zu werden. Also ich habe das schon öfters gehört, dass das kranken oder alten Menschen gesagt wurde, sie sollen doch bitte gehen und den Zyklus beenden und sterben. Wir sind heute hier, um Uwe zu gedenken. Ich konnte keinen Tag mehr bei euch sein, nicht mehr lachen, weinen, arbeiten oder lieben. Am Ende fand ich meinen Frieden. Amen. Uwes Leichnam wurde im Oktober 2008 umgehend eingeäschert und auf See bestattet. Markus hatte damals keine Chance, seinen Bruder auf dessen letztem Weg zu begleiten. Jetzt holt er die Trauerfeier nach. Ein paar Wochen später kommt Markus noch einmal nach Hamburg, um sich mit Heiner von Rönn zu treffen. Beide wollen in Zukunft gemeinsam aufklären und gegen das, wie sie es nennen, menschenverachtende System von Scientology kämpfen. Sie wollen anderen ein ähnliches Schicksal ersparen. Also es ist einfach traurig, wenn man Kindern oder Halberwachsenen sowas erzählt und dann sagt, ja, dann müsst ihr euch von eurem Vater trennen, ne? Und es ist erschütternd zu sehen, wie viele Familien durch Scientology zerstört worden sind. Also wir sind dann nur eine von vielen. Nach Rückkehr aus Los Angeles haben wir Scientology noch einmal schriftlich alle Fragen über Uwe zukommen lassen. Eine Antwort haben wir nicht erhalten.